Auch heute jagen wir wieder Geschwindigkeitsrekorden hinterher. Auch hier erreichen wir an die 350 km/h in Monza. Nach Belgien ja auch meine absolute Lieblingsstrecke. Aber hier gibt es auch eine Stelle, glaube ich, hier in Kurve 1 direkt, wo man ganz viel Zeit verlieren kann. Wo man nämlich auch der Konkurrenz dann so ein bisschen einen Vorsprung geben kann. Hier bin ich ganz gut durchgekommen. Bin ich eigentlich der Meinung, 11., 12., 13., da kommen wir ganz schnell nach hinten auf den letzten Platz fast. Also hier scheint die KI, guck mal, jetzt sind wir letzter im Blitzqualifying. Hier scheint die KI vielleicht wieder so eine Stelle zu haben, wo sie einfach uns wegfahren, wo sie einfach stärker sind, uns wegziehen. Wir können da gar nichts gegen machen, aber im Rennen dann wieder. Da sind meistens unsere Stärken dann im Rennen zu überholen. Aber wir arbeiten uns ran. Leclerc jetzt vorne auf der 1, wir sind 8. Das ist auch nicht so eine lange Strecke, von daher, aber hier gibt es viele Überholmöglichkeiten. Richtig, richtig geile Strecke, ich liebe sie. Hier bin ich letztes Mal nicht rausgeflogen, davor das Mal. In der ersten Saison hat es mich da hinten rausgehauen. Ja, und schon bist du 12. Daher ein Fahrfehler wird direkt bestraft. Auch hier in der letzten Kurve muss man gut rauskommen, guten Exit haben und dann reicht's. 10., 11. Platz, 12. Platz. 13. im letzten Moment ist eine Enttäuschung so ein bisschen. Ich dachte eigentlich, wir landen weiter vorne, aber wir haben ja noch das Rennen und da sind wir dann meistens immer etwas stärker. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Leclerc und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Und ihr seht, die Abstände, die waren ja relativ gering. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass der zweite schon 0,6 Sekunden Rückstand hat und wir über eine Sekunde. Also es ist ja alles eng beieinander. Genauso eng wird es auch im Rennen werden, besonders in Kurve 1. Ich guck mal, wie ich mich da so durchwurschteln kann. Das ist somit die engste Kurve 1, die ich bislang im Rennkalender gesehen habe. Gibt bestimmt noch engere Kurven, aber für mich persönlich ist in Italien hier das quasi unmöglich, dass da 20 Autos gleichzeitig durchfahren können. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten fahren. Ja, durch die Mitte ist natürlich auch nicht so schlau. Ich fahre mal meinem Kollegen hier hinterher, Magnussen. Und so wirklich überholen kann ich nicht. Ich muss mich hier durchsetzen, ein bisschen Zweikampfführung machen. Behalte erstmal den 11. Platz oder beziehungsweise bin auf dem 11. Platz vor. Albon vor uns. Und wenn der da jetzt erstmal durchkommt, dann müssen wir uns ganz schnell vorarbeiten. Oh, Albon, der zieht nach links. Was macht der denn? Der wollte sich auf dem Ocon drauf fahren, oder was? Macht er mir einfach die Lücke auf, warum auch immer. So, und jetzt sind gerade die ersten Runden sind ganz, ganz entscheidend. Die ersten Meter in der ersten Runde. Vorsicht, nicht ins Drehen kommen. Albon, ja, da mache ich aber die Tür zu. Das kann es aber glauben, dass ich das hier mit Mann und Maus verteidige. Und dann, ja, ist das ein nicht so guter Start von uns. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir ein bisschen besser wegkommen. Achtung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber nach vorne hin, das ist halt ganz wichtig. Wenn wir jetzt am Anfang schon da Meter verlieren, das wäre echt suboptimal. Aber die anderen vorne haben auch Probleme. Magnus mit Ocon, der kommt da ins Schludern. Ins Straucheln. 1,27. Mal gucken, ob wir irgendwo Zeit gut machen können. Das sehe ich bislang jetzt noch nicht. Mal gucken, ob es irgendeinen Unfall gleich geben wird. Magnussen. Gerade hier in Kurve 1, da geht es einfach zu langsam rum. Das könnten sie doch auch einfach verlängern hier. Warum nicht einfach das rauslassen und einfach eine ganz lange Gerade machen? Dann geht es hier einmal rum. Dann hätte man vielleicht so Rundenzeiten wie in Österreich. Irgendwann. Im besten Fall, aber dranbleiben. Gerade schön von der Ideallinie abgekommen. Es wird ein sehr zähes Rennen, merke ich schon. Das wird nicht so einfach hier die Leute zu überholen, weil sie halt weit vorne wegfahren. Und die anderen Teams uns halt auch locker überholen könnten. So Gasly, Tsunoda im AlphaTauri, Albon bei Williams und bei Alpine. Und selbst vorne unser eigener Kollege, der ja quasi dieselben Teile hat wie ich. Oder wird er bevorzugt werden? Oh, war ja auch das Thema Ideallinie hier. Die muss ich einfach besser nehmen. Ja, und so erfolgreich ist es dann bislang doch nicht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir ein bisschen besser auch
im Blitz-Qualifying fahren. Da habe ich mich ein bisschen verzettelt. Aber nun gut, da steckst du nicht drin. Okay, grüne Flagge. Hat es aber irgendwo gekracht. Hier auf Start und Ziel wird einer langsamer. Das ist ein Alfa Romeo, der da langsamer wird. Ja, irgendwas wird da sein. Irgendwer wird jetzt gleich seinen Wagen abstellen müssen. Und es ist Robert Schwarzmann. Ah ja, hat er keinen Bock mehr oder wie? Das hört sich so an, als hätte er keinen Bock mehr. Schon die weiße Fahne gehisst, aber ich denke mal, das wird ein Motorschaden sein. So, ich bin da, Baby. Gibt mir DRS. Magnussen kriegt es leider auch, aber wir haben einen besseren Exit als er. Aber jetzt wird er trotzdem Gas geben wollen. Achtung. Aber wir kommen nicht vorbei. Wir kommen nicht vorbei. Es hat einfach keinen Sinn. Er macht uns hier die Lücke erst auf, dann zu. Oh, er hat sich verbremst. Habe ich keinen Frontflügelschaden hier bekommen? Verwarnung mit meinem Teamkollegen. Eine Kollision verursacht. Okay. Ist mein Getriebe schon wieder bei 40? Wahnsinn, schon wieder bei 40%. Unglaublich, wie schnell mein Getriebe einfach verschleißt. Achtung. Zu weit rausgekommen, auch nicht gut. Aber immerhin bin ich noch im... Nee, nicht im DRS-Fenster drin. 10. Platz ist aber erstmal okay. Oh Gott, der Magnussen, guck mal an, wie der hier ranrauscht. Aber das macht er nicht, oder? Nee. Das wird er sich nicht wagen in Kurve 1. Da wäre er lebensmüde. Hinten wird schön getauscht. Tsunoda, Albon. Und natürlich ist er jetzt hinter mir. Ich werde daraus nicht schlau. Ey, ganz ehrlich. Ich werde daraus nicht schlau. Wir haben dasselbe Auto. Klar, er hat... Oh, was macht er denn? Guck mal. Ich bin doch auf der Ideallinie. Was ist denn sein Problem? Ich bin auf der Ideallinie. Er kann doch nicht einfach durch mich durchfahren. Jetzt versucht er innen wieder vorbeizukommen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Hat Magnussen irgendwelche Probleme mit mir? Wollen wir reden? Auf der Strecke oder in der Boxengasse? Wollen wir da reden? Der fährt mir einfach in die Ideallinie. Sieht doch, dass ich da abbiege. Einen Blinker habe ich auch schon gesetzt. Wobei, blinken tue ich eigentlich selten, weil mich... schlecht rausgekommen. Weil es den Hintermann eigentlich nichts angeht, wo ich lang fahre. Vorne sind die Plätze auch hart umkämpft. Also überall wird gehobelt, was das Zeug hält. Magnussen kommt da besser raus. Vorne Ocon gegen Norris, das wird ein schönes Duell. Und Magnussen kommt halt auch wieder von hinten angeflogen. Der will in den Windschatten rein, kommt er auch. Aber er zieht nicht innen noch an mir vorbei, das macht er nicht. Ja, ich fürchte, es ist ja auch schwerer geworden. Also ich finde, die KI, die hat gegenüber der letzten Saison und vorletzten Saison hier ganz schön zugelegt. Also habe ich so den Eindruck, die fliegen ja hier förmlich ran. Das ist ja Wahnsinn. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Und ich kann nirgendwo auch mal ein bisschen Zeit gut machen oder mal ein bisschen aufholen. Kann ich nicht machen. Warum nicht? Da, weil ich einfach schon zu viel Fehler gemacht habe. Heute mal wieder ein sehr fehlerreiches Rennen von mir. Müsst ihr euch auch rot im Kalender anschreiben, kommt auch nicht immer vor. Aber jetzt versuche ich mal die schnellste Rennrunde hier zu kriegen. Schnellster zweiter Sektor. Damit wir den Zusatzpunkt zumindest mal für uns behalten können. Sofern wir denn 10. bleiben. Muss ich aber auch mit ERS nochmal rumfahren. So, da geht schon einer rein. Norris geht rein. Okay. Ist der erste. Wir fahren dann mit harten Reifen weiter. Magnussen ist auch schon drin. Ob das auch schon so sein sollte, ob die auch auf hart wechseln. Ich würde aber auf Mediums wechseln. Warum denn jetzt auf hart? Ich wechsle mal auf die Mediums. Ich widersetze mich jetzt mal meinem Team. Weil ich sehe hier den Sinn nicht, dass wir auf harte Reifen wechseln sollen. So viele intensive Kurven haben wir ja gar nicht. Aber warum geht er denn früher rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder gehen die einfach rein, weil
die noch irgendwo anders einen Schaden haben, am Frontflügel oder so. Das ist nämlich sehr ungewöhnlich, dass ich als zweites reingehe in unserem Team, aber da wird schon ein System dahinter stecken. Da wird schon ein System dahinter stecken. Vorsicht, hier nochmal. Gut gerettet. Aber reicht dieser große Abstand, um wieder vor Magnussen rauszukommen? Ich befürchte nicht. Das wird ganz, ganz eng. Dazu müssen wir jetzt einen richtig guten Boxenstopp hinlegen. Nicht so weit nach außen kommen. Direkt hier nach innen ziehen. Ey, das kostet wertvolle Kraft. Achtung, Schumacher. Nochmal rechtzeitig zum Bremsen gekommen. So, jetzt. Zack, zack, zack. Das könnte hinhauen, wenn wir uns jetzt beeilen, wenn wir schnell rauskommen. So, gucken wir mal, wie schnell die Boxenzeit ist. Dürfte eigentlich... Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich. Sehr schön. Direkt hinter Ocon wieder raus. Schade, ich dachte, der fährt vor ihm raus, aber... Damit haben wir unsere Strategie. Sei es drum. Magnussen kommt da hinten angeflogen. Könnte also reichen. Norris kommt dahinter auch noch. Schumacher, Achtung. Und wir haben es hinter Ocon. Vielleicht kommen wir noch vorbei. Nee. Da kommt sogar Norris noch an uns vorbei. Oder der kommt hier ran. Aber den halte ich jetzt mal schön im Schach hier. Da versuche ich gleich mal vorbei zu pushen mit ERS. Den Platz Nummer 8 hole ich mir wieder. Oh, Rad an Rad. Ganz, ganz eng. Achtung, jetzt wird's haarig. Jetzt muss einer früher bremsen und Norris macht es. Aber der versucht es gleich wieder. Das wird jetzt ein schönes Duell hier. Vorne Ocon hat jetzt leider erstmal ein bisschen, obwohl, nee, der hat nicht Ruhe. Ich push jetzt ran und dann habe ich den auf Start und Ziel. Norris und Schumacher. Vorne entweder Verstappen oder Perez. Guckt euch das an, wie die hier rankommen. Das ist unfassbar. Wie viel Geschwindigkeit die aufbauen können. Achtung, oh, Abkürzung, ja. Hab ich mir schon gedacht, aber die Verwarnung nehme ich gerne in Kauf. Wenn ich vorne dafür rankomme, jetzt wird Schumacher erstmal Norris überholen. Geil. Bei all den Versuchen, die Norris gestartet hat, an mir vorbeizukommen, jetzt muss er erstmal Schumacher vorbeilassen. So, und wie sieht das jetzt bei uns aus hier? Mit DRS, ERS, 350 km/h. Und mein Teamkollege ist nochmal drin. Nein, Quatsch. Das ist doch ein Anzeigefehler. Der ist doch nicht nochmal drin, oder? Doch, tatsächlich. Gut, dann muss er irgendeinen Schaden am Frontflügel haben oder so. Dann hat er sich mit irgendeinem... Ist er zusammengekracht. Das ist natürlich bitter fürs Team A. Gut, die Konstrukteurswertung haben wir eh verloren, aber da müssen wir nochmal dann in die Rennleitung gucken, was da los war. Bestimmt in Kurve 1, da passieren auch die meisten Unfälle. So. Große Frage, kommen wir an Ocon vorbei? Ich würde fast schon sagen, ja, Hamilton ist auf harten Reifen unterwegs. Wieso, weshalb, warum? Gerade hier in Italien auf hart, weiß ich nicht. Wir kommen auf jeden Fall nah an Ocon ran. Das ist sehr, sehr gut. Und vielleicht kriegen wir vorne mit Windschatten und mit ERS doch noch die schnellste Rundenzeit hin. Wir haben wieder den schnellsten zweiten Sektor von allen anderen. Dazu muss ich die Kurve aber auch mal gut kriegen, ja. Und jetzt ran an Ocon. Das dürfte reichen, aber nicht für die schnellste Rundenzeit. Oder, gucken wir mal, 1,20,5, 1,2, nee. Aber ihr seht, ich komme nicht mal mit ERS, DRS, komme ich nicht an Ocon vorbei. 350 km/h, Achtung. Trick 17 hier, reingestochen. Ja, Ideallinie genommen, perfekt. Platz 7, erstmal, aber Ocon verteidigt sich natürlich wieder. Der fliegt jetzt hier förmlich vorbei. Da können wir ihn bei beobachten, aber... Es wird eng vorne. Ah gut, jetzt muss ich wahrscheinlich bremsen. Da zieht er da ziehe ich diesmal den kürzeren. Und Norris ist wieder da. Also es ist unglaublich. Wann kriege ich mein Upgrade? Mein mega Turbo Upgrade. Wann kriege ich's? Ich brauche es unbedingt. Ich habe es viel nötiger als die vor mir. So, und vorbei jetzt hier an Ocon. Nochmal gestupst und zack. Schön vorbeigezogen. Das macht Spaß. Oh, nächste Verwarnung, aufgepasst. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Ja, dass ich da nicht mit 300 km/h durchfliege, ist mir auch klar. Und dass ich jetzt wahrscheinlich von beiden McLaren gecatcht werde auf der Start und Ziel, das ist mir auch klar.
Da kann ich leider nicht mitteilen. Das ist zurzeit so schwierig, auch wieder mit dem Getriebe. Ich habe das doch vor 3 Rennen erst gewechselt. Hat das schon wieder so hohe Verschleißkraft. Ich kann das manchmal gar nicht glauben. Guck mal, Ocon wieder hier ranfliegt. Dann soll er vorbei. Versuche aber trotzdem vorne. Ja, Rad an Rad. Hier irgendwie durchzukommen. Aber das schaffe ich keine 3 Runden. Das schaffe ich nie im Leben 3 Runden noch. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Weil ich mich auch nicht entferne. Ich habe hier nirgendwo mal einen Abschnitt oder eine Kurve, wo ich mal ein bisschen schneller rauskomme. Das habe ich einfach nicht. Aber das war doch in den letzten Jahren oder in den letzten Rennen auch nicht so, als wir hier gefahren sind, oder? Finde ich ein bisschen komisch. Naja, ich versuche hier alles, um aus diesem DRS-Fenster rauszukommen, dass Ocon gegen Norris da Probleme kriegt. Nicht hier keine Zeitstrafe. Achtung, die Kurven müssen wir jetzt wirklich ideal nehmen. Und zwar ist das mit den Punkten. So wird es gemacht. Ganz in der Magnus in der Arme und vorne wird Verstappen wahrscheinlich das Rennen ganz souverän zu Ende bringen. Tja, aber das ist halt auch unter anderem wieder ein Beweis dafür, wie schlecht unser Auto eigentlich ist, beziehungsweise wie nicht gut geupgradet. Also es ist ja nicht schlecht, sonst würden wir ja nicht immer um die Punkte mitfahren, aber es könnte halt noch besser geupgradet werden, das meine ich. Ich sage nur Sicherheitsstufe 3. Darauf warte ich seit Saisonbeginn. Das kriegen wir bestimmt im nächsten Jahr. Das wird dann Typ 3 sein und dann werden da vielleicht noch die letzten Upgrades hinzukommen. Weil irgendwann geht es auch nicht weiter. Oder kommen da noch welche Felder hinzu bei der FE? Irgendwann hast du halt das Maximum erreicht und dann geht es halt auch nicht weiter. Ich hoffe, dass es bei mir zumindest mal für einen Punkt reicht, wenn wir jetzt gleich von beiden noch überholt werden sollten. Ich versuche aber alles. Und ihr wisst, ich kann mich gut verteidigen. Wenn es hart auf hart kommt, nehme ich sogar dafür einen Rempler in Kauf, aber Der Abstand zum Vordermann beträgt 3,1 Sekunden. behalt dafür meinen Platz, den ich habe. Das habe ich schon so oft gemacht. Da bin ich schon so erfahren drin, das mache ich auch in dem Rennen. Schauen wir mal, die wollen den Windschatten mitnehmen. Ja, könnt ihr machen. Auch hier habe ich auch gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen Zeit gewinne, aber auch hier habe ich keine Chance, irgendwie wegzukommen. Und jetzt wird es soweit sein. Ocon wird vorbeiziehen. Es versuchen. Ja, das konnte ich jetzt nicht machen. Der wäre sonst voll aufgefahren. Aber ich kann hier später bremsen. Oh, er geht auch ganz spät in die Eisen. Da hat es auch gequalmt bei ihm. Und dann ist hinterher Norris der lachende Dritte. Also es geht nicht immer gut, wenn man ganz spät bremst. Ihr habt das gerade gesehen, da hat es richtig gequalmt. Ja, das Risiko gehen wir ein. So, der erbitterte Kampf zwischen mir und McLaren. Um Platz 7. Ob das noch gut geht, Norris und Ocon, ja, die sollen sich da mal behaken. Die sollen mich da mal rauslassen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, wenn wir jetzt gleich auf die letzte Runde gehen, den Abstand, wenn ich den halte, bin ich zufrieden. Dann glaube ich, dann kann ich Platz 7 ins Ziel retten. Deswegen spare ich jetzt nochmal für die lange Gerade. Das wird nämlich ganz, ganz extrem jetzt. So, also rechts rum, links rum. Und dann gehen wir gleich auf die letzten Meter. Okay, wir haben ein bisschen was gewonnen. 1,2. Das heißt, wir sind raus aus dem DRS-Fenster von unseren Hintermännern. Das erfreut mich sehr. Da haben wir vielleicht in der letzten Runde nicht ganz so viel. Aber guck mal, die sind echt jetzt extrem schnell weit nach hinten gekommen. Oh, weil Ocon gegen Norris da fightet. Ja, das soll uns erstmal egal sein. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Was die beiden hinter mir machen, juckt mich eigentlich wenig. Ich will jetzt diesen 7. Platz ins Ziel bringen. Dann haben wir wirklich auch wieder das Beste rausgeholt. Von der 13 gestartet. Nicht ganz optimal. Auch schwierig hier zu überholen. Und ich warte auf den Tag, wo wir hier wirklich ein voll geupgradetes Auto haben. Wo wir dann im Leistungsvergleich vielleicht auch mal auf der 1 sind. Dann können sich die Konkurrenten aber warm anziehen. Das kannst du aber glauben, wir mal.
Gut, aber zunächst bringen wir das hier noch zu Ende. 7. Platz, bin ich auch zufrieden mit. Sind auch wieder ein paar Punkte, die wir holen. Wenn wir jetzt hier uns keine dritte Zeitstrafe holen. Nee, das kriegen wir auch hin. Sehr gut. Also sollte vielleicht... Ja, es wird nochmal eng. Wartet kurz. Verstappen gewinnt das Rennen. Aber dann dahinter. Norris kommt rangeflogen. Versucht es nochmal in der letzten Kurve. Wird das aber hoffentlich nicht schaffen. Wir verteidigen das auf jeden Fall. Und fahren Platz 7 ganz entspannt hier in Monza nach Hause. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Hier wurde die freie Fahrt optimal genutzt und kein Wagen in den Windschatten gelassen. Was für ein Sieg hier in Monza. Was denkst du, Stefan? Wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter an der Spitze der Rangliste Boden gut. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Es gibt definitiv mehrere Kandidaten, aber ich denke, dass George Russell auf jeden Fall herausstach. Ein wirklich solides Rennen von ihm heute, das sicher auch den Fans gefallen hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lustig, dass die Fahrer aus demselben Team fast immer hintereinander stehen. Also hier Russell und Hamilton, Norris und Ocon. Vorne halt Verstappen, Leclerc, Perez und Sainz. Die beiden haben das hier ganz souverän zu Ende gefahren. Aber dann unten, gucken wir mal. Hier auch Aston Martin. Ah nee, Aston Martin ist nicht zusammen. Robert Schwarzmann ausgeschieden und Magnussen hat halt 2 Boxenstops gemacht. Das gucke ich gleich mal als erster nach. Warum? Viele, viele Ereignisse. Die meisten davon gehören mir und Magnussen. Haben wir eine Kollision verursacht und nochmal eine Kollision. Die Kurve abgekürzt. Mechanisches Versagen bei Schwarzmann, okay. Gasly, Vettel, Stroll war halt alles in der ersten Runde. Deswegen hat er auch einen zweiten Boxenstopp hingelegt. Das sah alles ganz gut aus. Und hier Magnussen nochmal am Frontflügel. Habe ich mir schon fast gedacht. So, bei der Rangliste wird sie jetzt auch nicht so viel getan haben. Glaube ich, wir sind immer noch Zweiter. Muss man sich auch mal überlegen. Ne? 2. Platz. 76 Punkte Rückstand. Wird immer weniger. Also weniger Punkte. Der Abstand wird auch irgendwie nicht kleiner. Naja, egal. War ein schönes Rennen trotzdem. Und der 7. Platz, der geht völlig in Ordnung. Was ein Chaos. Vor allem in der ersten Kurve. Ich habe mir das in der Wiederholung gerade nochmal angeguckt fürs Thumbnail, als ich da nochmal reingegangen bin. Da hat sich alles geknubbelt, ey. 20 Fahrer in der ersten Kurve. Wenn du da heile durchkommst, da gehört schon einiges an Glück auch dazu. Aber es ist so ähnlich wie in Belgien gewesen, ne? Oder? Wo war das denn? Wo in der ersten Kurve? Ich glaube, Belgien sogar war das. Wo sie sich dann alle gegenseitig aufgehalten haben. Oh, es sieht aus, als ob Lewis Hamilton sich aus dem Sport zurückzieht. War halt nicht auf dem Laufenden. Okay. Ein großer Tritt von der Bühne ab. Jetzt haben wir erstmal wöchentliche Ressourcen. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause. Okay. Ist ja schön und gut, aber in der FE-Entwicklung irgendwie können wir nichts machen, oder? Guck mal, jetzt ist Mercedes ganz oben, McLaren ist Zweiter und sogar Alfa Romeo hat uns jetzt überholt.
Das ist echt ganz schön bitter. Gut, die Upgrades, diese Nachrichten kriege ich irgendwie immer. Ein Hersteller-Upgrade ist angekommen. Das ist wahrscheinlich was für die Strapazierfähigkeit, ne? Das ist einfach nur hier. Das ist die allgemeine Haltbarkeit. Das sorgt jetzt nicht unbedingt für Verbesserungen. Egal, wir haben nicht mehr viel Rennen. Du hast im Moment keinen Rivalen. Ah ja. Wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen Ja, hier zum Beispiel. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst, denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung. Da brauche ich eigentlich gar kein Aussehen, weil ich verliere gegen jeden. Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Wir würden gern wissen, wie du über die Frage... Ja, ich bin schon dabei. Lewis ist definitiv ein talentierter Fahrer. Dann machen wir mal Hamilton, ne? Ich meine, wenn er aufhört, dann sollen wir den vielleicht noch ein paar Mal schlagen können. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. Also wir werden gegen jeden, wenn wir alt aussehen. Das ist halt einfach so. Da kann ich leider nichts machen. Bin so ein bisschen gefangen in der Typ 3 Falle. Wenn man so möchte. Überspringen und weiter. Wir haben über 33.000 Ressourcenpunkte. Ob wir die nochmal alle irgendwie verbratet bekommen hier in unserer Simulate to Glory. Sprint to Glory. Road to Glory. Der Weg zum Weltmeister. So, wenn du es auf Deutsch sagen willst. So, jetzt der Grand Prix mit den meisten Kurven. Japan. Hier lässt sich auch nichts machen, ne? Es lässt sich halt absolut nichts machen. Wieder Blitz-Qualifying, 13 Runden. Wettervorhersage, gut, das hatten wir gerade, Rücktrittserklärung. Also, wir sind sogar hinter Alpine. Also, das ist ja jetzt bitter. Wir werden ja hinten durchgereicht. Jetzt hat sogar Alpine ein richtig großes Upgrade bekommen. Also, das ist wirklich bitter. Wir sind ja bald ganz am Ende. Also, McLaren auf der 2 okay, aber Alpine und Alfa Romeo vor uns. Deswegen haben wir auch gegen die abgelost in letzter Zeit. Wo sind wir denn hier? Weiß. Guck mal, wir sind seit Frankreich, stangieren wir. Nur auf einer Linie. Und der Alpine, der hat ein richtig großes Upgrade bekommen. Verstehe ich nicht. Schade, dass wir nicht mal in die anderen Dinger reingucken können. Ja, ich weiß, dass das hier verloren gegangen ist. Nötige Einrichtungsstufe, nötige Einrichtungsstufe. Turbogröße nicht verfügbar, nicht verfügbar. Geschätzte Fertigstellung 26. Oktober. Na, ist das nicht jetzt? Haben wir nicht den 26. Oktober? Irgendwas war da doch. Warte mal, Saisonergebnis. Ach, hier kann ich leider nicht. Schade, hier fehlt mir so ein Kalender. Wie in FIFA. Hier fehlt mir einfach ein Kalender, wo wir mal reingucken können. Schade. Hier muss ich auch mal gucken, wenn das jetzt schon wieder bei 51% ist. Ob ich hier wieder zurückschalte. Ich lasse mich da mal überraschen und ich gucke mal, was ich da machen kann. Ja, also bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Grand Prix in Japan. Ciao, ciao.